Ja, heute melde ich mich wieder aus Düsseldorf mit einem schönen neuen Reparaturvideo. Haben wir ja schon länger keins mehr gehabt. Ich hatte heute ein Samsung Galaxy J5 2017 zur Reparatur da, und da möchte ich euch gerne mal jetzt das Video zeigen. Weist ein paar Besonderheiten auf zu den 2016er oder Vormodellen. Das ist jetzt nämlich wieder so eine Reparatur, die geht durch die Brust ins Auge. Was ich damit meine, wird ihr dann gleich sehen. Ist auf jeden Fall interessant und ein bisschen knifflig, also für Anfänger nicht unbedingt geeignet. Ich würde sagen, schaut euch einfach mein Video nochmal an. Danke! Ja, als erstes überzeugen wir uns natürlich von der ordnungsgemäßen Zustand der Ersatzteile. Gucken uns auch nochmal den Schaden am Gerät an, um sicherzustellen, dass jetzt der Rahmen nicht so verbogen ist, dass wir zum Beispiel es gar nicht mehr reparieren können oder so. Also hier alles nochmal genau gucken, um sicherzustellen, dass das Display auch passt. Wenn wir dann festgestellt haben, dass alles okay ist, dann können wir das Gerät erhitzen. In dem Fall ist das notwendig. Ich selber nutze natürlich hier so eine Heizplatte, die wir hier in der Werkstatt haben. Man kann es auch mit einem handelsüblichen Föhn machen, wie er in jedem Haushalt zu finden ist. Ja, die Schwierigkeit hier bei der Reparatur ist erstmal den Anfang zu finden. Jetzt kann man auch sehen, was ich meinte. Man muss durch die Brust ins Auge. Ist also so, dass wir hier tatsächlich, um das Display auszutauschen, durch das Display durch müssen. Also von vorne das öffnen müssen. Das haben wir bei manchen Samsung-Modellen, ist das einfach so. Dahinter liegen dann auch die Schrauben. Das heißt also, wenn hier zum Beispiel mal ein Akkutausch notwendig ist, dann hat man natürlich doch ganz schön Probleme, weil hier einen Akku zu tauschen bei diesem Telefon ohne ein Display zu beschädigen ist fast unmöglich, weil das Display ist an der Stelle sehr gut verklebt. Wie man sehen kann, ich versuche also hier mit dem iSesmo drunter zu kommen und arbeite mich so Stück für Stück vor. Aus meiner Sicht ist eine nur Glasreparatur gar nicht möglich. Es gibt welche, die bieten nur Glasreparatur an, aber das LCD liegt so nah am Glas hier. Ich hatte also das kaum ein ganz kleines Stück angehoben, da hatte ich schon gehört, wie das LCD da drunter geknackt ist. Ich bin zwar jetzt hier über dem Glas und auf dem LCD, aber also wie gesagt, es ist sehr schwierig, da jetzt hier an der Stelle nur eine Glasreparatur zu machen. Also ich würde das keinem empfehlen, das zu versuchen, sondern lieber von vornherein ein neues Display zu bestellen. Das Ersatzteil ist bei dem J5 2017 gar nicht so teuer im Verhältnis zu den anderen Geräten von Samsung. Ja, jetzt hatte ich das Gefühl, das Gerät ist angegangen. Das sollte man natürlich versuchen zu vermeiden. Und habe jetzt nochmal getestet, ob die einzelnen Tasten reagiert haben. Haben sie nicht. Ich weiß aber, am Ende der Reparatur habe ich festgestellt, es war tatsächlich an und konnte hier nur durch einen Hard Reset wiederbelebt werden. Ich kann an der Stelle sagen, nur Glück gehabt, denn man soll natürlich im Idealfall ein Display nicht trennen, wenn es noch am Strom ist. Das ist ganz wichtig. Wie ihr seht, kämpfe ich hier immer weiter mit den Glassplittern und versuche die Stelle mal richtig zu finden. Wichtig ist, wie gesagt, sehr behutsam vorzugehen, damit ihr die anderen Peripherien nicht beschädigt. Im oberen Bereich, da an dem Samsung-Logo, sind das natürlich die ganzen Sensoren, Kamera und Lautsprecher.
Im unteren Bereich sind es diese beiden Multifunktionstasten von Samsung und da muss man schon immer sehr vorsichtig sein. Deswegen gehe ich hier auch immer sehr vorsichtig vor. So, jetzt beschleunige ich das Video mal ein klein wenig. Ihr müsst euch natürlich entsprechend Zeit lassen. Aber wie ihr seht, ist das eine sehr starke Fummelarbeit. Ich gehe hier so Schritt für Schritt, nähere ich mich ran. Immer mehr mit diesem Planktron und mit dem Assessmo. Was auch immer gut hilft, den nehme ich auch gleich zur Hilfe, ist so ein Mini-Schlitzschraubenzieher. Weil da kann man dann doch so leichte Hebelwirkungen erzeugen. Hat natürlich schon den Vorteil, die Kleber besser lösen. Wie ihr seht, ich gehe mit dem Schraubenzieher so ein bisschen hin und her und dadurch kann ich schon schön Druck ausüben auf die Glasscheibe. So, hier schaue ich nochmal, wo die Kabel sind. Das ist natürlich ganz wichtig. Idealerweise sollte man jetzt auch beim Entfernen des Glas und des LCD die Kabel nicht unbedingt berühren. Letztendlich sind die zwar dann an dem LCD dran, was wir entfernen, aber es könnte natürlich, wenn wir dazu rabiat sind, auch ein Stecker oder ähnliches abgerissen werden. Deswegen halte ich immer da das Display auch testweise mal dran, also um zu sehen, wo sind hier die Kabel und wie tief darf ich da reingehen. Sollte euch das Video gefallen, bitte hier an der Stelle nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich Daumen hoch nicht vergessen. Danke. Ja, jetzt haben wir tatsächlich das Glas auch abbekommen. Wie gesagt, man könnte fast schon davon ausgehen, dass nur Glasreparatur hier an der Stelle möglich ist, aber ich bin der Meinung, weil also der Rand vom Glas auch so nah am LCD liegt, dass das nicht möglich ist. Also mir ist auch direkt am Anfang, schon in der ersten Minute ist das LCD gesprungen, also gebrochen, weil ich da einfach dann auch sofort dran kam, beziehungsweise durch die Hebelwirkung des Glases wird dann dieses Pappe-ähnliche LCD mit nach oben angehoben und dann war es auch sofort gesprungen. Ja, jetzt habe ich geguckt, wie es das LCD befestigt, wie erwartet, hier nur an einem Stecker. Jetzt müssen wir diesen kleinen Deckelchen, oder dieses kleine Deckelchen müssen wir einfach nur nach oben abhebeln. Wups, weg war er. Habe ihn aber gefunden und dann können wir hier ordnungsgemäß hier das LCD trennen. Hier nochmal zur Erinnerung, ihr solltet schon darauf achten, dass das Telefon noch aus ist, weil genau in diesem Moment, wo wir das LCD trennen, da können Überspannungen entstehen und die kann man natürlich vermeiden, wenn das LCD aus ist. Denn der meiste Strom, der liegt hier am Backlight an, also am Hintergrundlicht und der kann sich natürlich dann in dem Moment, wo wir das da trennen, entfalten und das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, jetzt wo wir es ein bisschen gereinigt haben, dann legen wir testweise das neue LCD mal an. Wichtig ist hier an den Kanten zu schauen, denn durch einen Sturz werden ja in der Regel auch die Rahmen verbogen und wenn der Rahmen so verbogen ist, dass das nicht mehr in sein Gehäuse reinpasst, dann haben wir natürlich am Ende der Reparatur ein Problem.
Und das sollten wir, bevor wir die Kleber entfernen, machen, denn wenn wir einmal die Kleber entfernt haben und das dann auch nur leicht eindrücken, dann ist in der Regel so, dass wir es nicht mehr abbekommen. Und sollten wir es dann trotzdem nochmal versuchen abzumachen, das ist mir schon ein paar Mal so gewesen, dann wird das LCD an der Stelle wieder brechen. Ja, auch eine ganz wichtige Sache, bevor wir ein Ersatzteil verbauen, das steht auch in der Regel bei den Lieferanten immer mit dabei, einmal testen, ob es geht. Und hier ist also entscheidend, dass wir dann die Kleber und so alles dran lassen, damit wir dann im Fall, dass es nicht geht, das LCD wieder zurückschicken können. Sollte man an der Stelle die Kleber entfernen, das gilt also auch für Privatkunden, dann ist das nicht mehr umtauschbar. Ja, hier habe ich jetzt einen kleinen Schreck bekommen. Es ging nicht mehr an. Ich denke, ach du meine Güte, was habe ich denn da gemacht? Und musste dann feststellen, dass ich ja das Gefühl hatte, am Anfang, habe ich ja eben schon erzählt, dass es mir angegangen ist. Dass ich also rechts auf den Powerknopf gekommen bin und es mir angegangen ist. Aber das LCD war ja schon tot, weil es ja schon gebrochen hatte, konnte das also nicht genau feststellen. Hat auch nicht mehr reagiert. In dem Fall habe ich Glück gehabt, das Telefon hatte sich nur aufgehangen. Ich konnte dann durch den Klammeraffengriff, also Power-Taste, Knopf runter und Home-Button gleichzeitig gedrückt, konnte ich es dann kurzzeitig in diesen Recovery-Modus setzen und habe es dann im Prinzip ohne weitere Maßnahmen da einfach wieder rausgeholt und toi toi toi, es läuft wieder. Also auch uns Profis kann das passieren, dass wir tatsächlich hier mal auch auf solche Sachen stoßen. Und es wäre natürlich auch nicht für uns erfreulich, wenn das Telefon jetzt kaputt geht dabei. Aber haben wir ja nochmal Glück gehabt. Funktionstest gemacht. Das ist natürlich auch immer wichtig, bevor wir, wie gesagt, alle Kleber lösen. Und nachdem wir die Tests gemacht haben, können wir es halt ganz normal runterfahren. Da es jetzt am Strom hängt, zeigt ihr hier nochmal die Akkukapazität an. Und ja, wenn es jetzt endgültig aus ist gleich, dann können wir mit der eigentlichen Einsetzen beginnen. Beim Akkutrennen nochmal den Hinweis, bitte keine metallenen Gegenstände benutzen. Wir haben hier bei uns in der Werkstatt immer so Plastikhilfsmittel, so kleine Tools, mit denen wir letztendlich immer so gut hebeln können. Auch darauf achten, dass um den Konnektor drumherum, also um den Stecker drumherum, keine Bauteile beschädigt werden. Das passiert auch schon mal ganz gern. Aber das meistens beim iPhone, denn Apple hat bei den iPhone, gerade bei den 5er und 6er iPhone, haben die da sehr viele kleinere Bauteile aufgelötet, die beim Raushebeln dann schon mal kaputt gehen können. Ja, hier gucke ich jetzt, ob unter den grünen Streifen auch tatsächlich ein Kleber ist, weil das nämlich auch leider nicht immer der Fall. Davon müsste man sich also immer im Idealfall vorher überzeugen. Sonst hätten wir da selber manuell Kleber aufbringen können, was kein Problem ist, nur Fummelsarbeit. Wir haben von 3M so einen Spezialkleber, wie so ein Tesafilm. Aber Gott sei Dank wurde dieses Display mit Kleber geliefert und deswegen können wir das dann auch an der Stelle verwenden. Ja, hier schaue ich nochmal mit umgelegtem Display oder umgekehrt draufgelegtem Display, ob die Kanten denn auch alle so sind, dass wir das Display da einlegen können. Jetzt ist da unten links, oder jetzt, wenn es hochkant ist, oben links, da ist die Sturzstelle gewesen. Da ist also das Gehäuse auch verbogen. Und jetzt stelle ich hier fest, dass es nicht ganz ideal ist, was den Einbau, die Einbaumöglichkeiten betrifft. Das heißt, da ist so ein Grat, der ist durch die Kompression des Sturzes da entstanden. Den muss ich gleich beheben.
Ja, ich bin also nicht zufrieden. Ich zeige euch das mal. Da ist so eine leichte Verbiegung und da steht auch so ein kleiner Grat ab. Der muss entfernt werden. Also bitte darauf achten, dass man solche Kleinigkeiten dann auch tatsächlich löst bzw. entfernt, damit ihr nachher beim Einsetzen des neuen Displays da genug Platz habt. Denn im Grunde genommen ist da keine Spalte oder ähnliches vorgesehen. Von daher immer schön sorgfältig arbeiten. Als erstes versuche ich mit so einem kleinen Stützschraubenzieher da der Lage Herr zu werden. Stelle aber fest, wenn ich da schneller an meine Grenzen komme. Ich kriege zwar schön sauber, aber das funktioniert nicht so ganz. Dann ist an der äußeren Rand ist auch so eine ganz kleine Kunststoff Abdeckung oder Kunststoffeinfassung. Die ist mit abgegangen beim Entfernen, weil an der Stelle die komprimiert war und dann dadurch auch gebrochen war. Deswegen musste ich die da an der Stelle entfernen. Jetzt gehe ich hier mit so einem scharfen kleinen Messer bei, was in der Regel ganz gut funktioniert. Wir haben auch Mini-Feilen und Mini-Höbelchen haben wir alles da, aber da diese Rahmen ja in der Regel aus Aluminium sind, lassen die sich mit so einem Messer ganz gut bearbeiten. Und damit entferne ich jetzt diesen kleinen, aber sichtbaren Grat. Und damit der dann weg ist, um das Display einzusetzen. Testen, immer testen und dann versuchen dabei die Kabel nicht zu verbiegen. Mir ist das hier leider ein bisschen verbogen, aber Gott sei Dank war es jetzt nicht so schlimm. Ich habe also festgestellt, dass es passt, oder ich bin der Meinung, dass es passt. Jetzt kann ich alle Kleber entfernen und also Kleberabdeckung entfernen und werde mich jetzt daran begeben, es einzusetzen. Und wenn ihr mal genau guckt, auf der Kupferplatte hinter dem LCD, da ist auch Kleber. So, und das ist das, was ich meinte. Wenn wir gleich jetzt auch nur vorsichtig diesen Kleber im Prinzip in Verbindung bringen mit dem Kupferrahmen bzw. mit der Kupferabdeckung dahinter, dann haftet der sofort an. Und wenn wir dann das LCD nochmal abheben wollen, dann gelingt das in 98% der Fälle nicht mehr. Das LCD bleibt da dran kleben und geht kaputt. Deswegen, bevor ihr diesen Schritt macht, bitte immer ganz genau prüfen, ob alles funktioniert. Also ob es denn auch reingeht in den Rahmen. Auch hier wieder einen Funktionstest. Dem einen oder anderen mag das vielleicht überflüssig vorkommen, dass wir die Funktion immer wieder testen, aber glaubt mir, am Ende spart es nur Arbeit. Es ist also so, dass in den verschiedensten Phasen der Reparatur so ein LCD oder Display mal wieder kaputt gehen kann, und hiermit haben wir letztendlich wunderbar die ganze Sache im Griff, können noch mal alles testen, auch die anderen Funktionen testen, um zu sehen, aha, die Kamera geht, die habe ich nicht beschädigt und so weiter.
Ja, nachdem wir die Funktion grob getestet haben, kommt jetzt der Moment, wo ich es in den Rahmen reindrücke und hoffe, dass alle Vorsichtsmaßnahmen, die wir vorher getroffen haben, jetzt fruchten. Sieht gut aus, Glas sitzt gut im Rahmen, wunderbar. Nochmal vorsichtig andrücken, hier nicht zu fest drücken, sitzt es nämlich nicht richtig, werdet ihr an der Stelle das Glas brechen. Also hier auch einfach nochmal ganz vorsichtig und sehr sensibel die ganze Sache prüfen und gucken und euch da lieber immer mehr Zeit lassen. Am Ende spart das alles Geld, wenn man nicht die Reparatur zweimal machen muss. Von daher immer alles schön Zeit lassen. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, schon wieder ein Test. Ist tatsächlich so, dass wir uns hier so eine standardisierte Vorgehensweise angewohnt haben. Jetzt haben wir allerdings hier den Vorteil von Samsung, dass wir ein Testmenü haben, in dem wir die wichtigsten Funktionen des Gerätes testen können. Hier geht es einfach nochmal darum, dass wir alles nochmal bestätigt bekommen, dass wir tatsächlich das Telefon guten Gewissens an den Kunden übergeben können, dass die Farbtiefe in Ordnung ist. Also wie ihr seht, kann ich hier verschiedene Farbbereiche auswählen, dass die Vibration geht und so weiter und so weiter. Ja, das sind also ganz wichtige Merkmale. Von daher kann man hier das Menü einfach mal durchgehen. Kamera und so mache ich jetzt nicht nochmal, weil die hatte ich ja direkt zuerst getestet. Hier teste ich letztendlich die Optik und Sensorik des LCDs. Alles ist gut. Also Reparatur würde ich sagen erfolgreich. Ja, jetzt gucken wir nochmal, passt alles, super. Dann lege ich es wieder auf die Hitzeplatte, damit der Kleber sozusagen nochmal schön weich wird und wir dann es dann letztendlich auch einspannen können. Zum Einspannen nutzen wir bei den Samsung-Geräten hier solche Klammern. Die bekommt ihr in der Regel auf einem Flohmarkt oder auch im Fachhandel. Hat sich sehr bewährt. Um das Telefon zu schonen, nicht zu verkratzen, haben wir dann nochmal ein Tuch drum. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Reparatur wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.